Willkommen zum Trainingsmodul Umgang mit Malware. Nach Abschluss dieser Einheit weißt du, was Malware ist, welche Gefahr durch Malware entsteht und welche Konsequenzen erfolgreiche Malware-Attacken haben. Außerdem weißt du, wie du dich richtig bei dem Verdacht von Malware-Attacken verhältst und warum das richtige Verhalten wichtig ist. Zudem kannst du weitere Maßnahmen ergreifen, um dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus zu schützen. Die Gefahren durch falsches IT-Sicherheitsverhalten sind sehr hoch und können dazu führen, dass die Versorgung eingestellt werden muss oder sensible Daten veröffentlicht werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Patientinnen und Patienten schützen kannst. Die Inhalte aus diesem Training werden dir dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, um deine Patientinnen und Patienten und ihre Privatsphäre zu schützen. Während deiner Arbeit am Stationscomputer erhältst du eine E-Mail von der Pflegedirektorin Frau Müller. Du schaust dir die E-Mail genauer an, da dir eine solche E-Mail der Pflegedirektorin Frau Müller sehr untypisch erscheint. Und tatsächlich, es fallen dir einige Ungereimtheiten auf. Zunächst wurde die E-Mail von einer privaten E-Mail-Adresse versendet. Auch wenn als Absender der Name der Pflegedirektorin hinterlegt ist, wurde die E-Mail von einer privaten E-Mail-Adresse verschickt. Absenderadressen von E-Mails können mit einem geringen Aufwand beliebig gefälscht werden. Hinter dem in einer E-Mail angezeigten Namen einer Person oder Organisation kann sich ein ganz anderer Absender verbergen. Dies ist üblicherweise bei illegalen Aktivitäten der Fall, wie Spam-Versand oder dem Versuch, den Computer eines Nutzers mit Schadsoftware zu infizieren. Außerdem beginnt die Adresse des Links nicht mit HTTPS. Wenn du eine Webseite besuchst und sie mit HTTPS beginnt, bedeutet das, dass die Daten, die du sendest, wie Login-Informationen oder private Nachrichten, sicher vor neugierigen Blicken geschützt sind. Eine Webseite, die nicht mit HTTPS beginnt, kann die Gefahr bergen, dass unbefugte Dritte Zugriff auf deine Daten haben können. Und bei der Excel-Datei handelt es sich um eine XLSM-Datei. Eine Excel-Datei, die als XLSM abgespeichert ist, beinhaltet sogenannte Makros. Makros sind im Grunde genommen Skripte, die automatisierte Aufgaben ausführen können, wie das Ausführen von Befehlen, das Manipulieren von Daten oder das Öffnen von Dateien. Diese Flexibilität kann von Angreifern ausgenutzt werden, indem sie schädlichen Code in Makros einbetten. Wenn ein Benutzer dann aufgefordert wird, Makros zu aktivieren, um den Inhalt einer Datei anzuzeigen oder eine bestimmte Funktion auszuführen, kann der Computer mit Schadsoftware infiziert werden. Diese Hinweise könnten darauf hindeuten, dass die E-Mail mit Malware infiziert ist. Aber was ist Malware überhaupt? Unter Malware, die auch als Schadfunktion, Schadprogramm oder Schadsoftware bezeichnet wird, versteht man eine Software, die mit dem Ziel entwickelt wurde, unerwünschte und meist schädliche Funktionen auf einem IT-System auszuführen. Dabei kann Malware auf ganz viele unterschiedliche Weisen verbreitet werden. So kann sie sich in Dateianhängen, beispielsweise in personalisierten E-Mails befinden, wie die, die du hier gesehen hast, oder aber auch auf Dateien, die du auf unsicheren Webseiten im Internet herunterladen kannst. Doch warum ist Malware genau gefährlich? Malware kann ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Als sogenannte Ransomware kann sie unterschiedliche Daten wie zum Beispiel Patientendaten oder Finanzdaten verschlüsseln. Häufig verlangen die Angreifer dann eine finanzielle Leistung für die Entschlüsselung. Werden die IT-Systeme verschlüsselt, so bedeutet das für das Krankenhaus, dass die medizinische Versorgung eingeschränkt werden könnte oder das Krankenhaus ganz schließen muss. Dadurch können lebensrettende Maßnahmen verzögert oder sogar vollständig unterbrochen werden, was nicht nur die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährdet, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung. Da Malware in vielen verschiedenen Formen auftreten und weitreichende Konsequenzen für dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus haben kann, ist es wichtig, dass du dich richtig verhältst, sobald du den Verdacht hast, dass eine Malware-Bedrohung vorliegen könnte. Als ersten Schritt ist es notwendig, dass du dich vergewisserst, dass keine Gefahr vorliegt, indem du die Echtheit der Nachricht und die Identität des Absenders überprüfst. Um die Echtheit der Nachricht und die Identität des Absenders zu überprüfen, kannst du wie folgt vorgehen. Bevor du die E-Mail öffnest, kannst du bereits die E-Mail-Adresse des Absenders überprüfen. Dafür kannst du mit der Maus über den angezeigten Namen fahren. So wird dir die verwendete E-Mail-Adresse angezeigt. Um zu überprüfen, ob der Absender echt ist, kannst du dir den Quelltext der E-Mail anzeigen lassen. Aber Achtung! Teilweise wird dieser Quelltext auch manipuliert. Falls du die E-Mail schon geöffnet hast, kannst du darauf achten, wie der Inhalt der E-Mail formuliert ist und ob der wirkliche Absender die E-Mail auch so formulieren würde.
Wenn deine Pflegedirektorin dich zum Beispiel in E-Mails duzt und du eine E-Mail von ihr erhältst, die dir zu förmlich erscheint, könnte das ein erstes Zeichen dafür sein, dass sich jemand als deine Pflegedirektorin ausgibt. Wenn du dir unsicher bist, ob die E-Mail echt ist, kontaktiere den Absender am besten über einen anderen Kommunikationsweg, wie beispielsweise per Anruf oder dem persönlichen Kontakt. Dadurch stellst du sicher, die Bedrohung von Malware noch weiter zu minimieren. Auf keinen Fall solltest du bei Ungewissheit Anhänge öffnen, auf Links gehen oder Dateien aus dem Internet runterladen. Tatsächlich hat die Überprüfung der E-Mail ergeben, dass es sich bei der Nachricht um einen Versuch des Einschleusens von Malware gehandelt hat. Häufig erhält nicht nur eine Person im Krankenhaus eine solche E-Mail. Um das Krankenhaus optimal zu schützen, kannst du den Fall der Informationssicherheitsabteilung deines Krankenhauses kommunizieren, damit deine Kolleginnen und Kollegen über diese Angriffe und das entsprechend korrekte Verhalten aufgeklärt werden. Super, du hast diese Einheit jetzt abgeschlossen. Du kannst das Wissen jetzt bei deiner Arbeit umsetzen. Dadurch steigerst du das Sicherheitsbewusstsein in der ganzen Einrichtung und du schützt dich, deine Patientinnen und Patienten und das gesamte Krankenhaus. Gut gemacht!